Der ist geil. Und hier geht's tatsächlich in den Bunker hinein. Noch nie gesehen in dem Bunker. Ja, was hier umgebaut. Der Bunker ist nach dem Krieg für Obdachlose benutzt worden. Hier ist dann der Bereich der Rezeption. Ich glaube, es ist echt besser, wenn ich jetzt die Maske aufziehe, weil hier doch schon echt viel Schimmel überall an den Wänden und an der Decke. Hier stehen ja tatsächlich noch Betten drin. Waschraum hier links. Das sind auf jeden Fall coole Schriftzüge. Das hört ja gar nicht mehr auf. Hier sind ja überall diese Spinde. Boah, das ist ja echt krass. Hier haben wir noch uralte Dosen. Das sieht aus wie Medikamente. Das ist alles Schimmel. Und da liegt noch eine alte Bildzeitung. Hund erschießt deutschen Millionär. 1974. Die ganzen Aufkleber hier. BMW, Maserati, Ferrari, SB, anno 1901. Gute alte Shell. Eine alte Fanta-Büchse. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Wir sind wieder für euch unterwegs, befinden uns aktuell auf irgendeinem Marktplatz irgendwo in Deutschland und unter diesem Marktplatz soll es einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg geben. Dieser Bunker soll wohl auch extrem gut eingerichtet sein, da sollen noch Betten sein etc. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Hier war immer ein Schloss vom Allerfeinsten drauf, ne? Ab geht's. Herzlich willkommen im Bunker. Geil, hier steht sogar ein Bettgestell auf der rechten Seite. Wow. Der ist geil. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Da oben haben wir noch alte Leitungen. Das ist eine ganz kleine Bunkertüre, ne? Ziemlich, aber auch Doppeltür, ne? Aber richtig klein, wa? Hier haben wir einen Lattenrost aus Metall. Ist das ein alter Feuerlöscher? Ja. Der ist aber richtig alt, ne? Wahnsinn. Und hier geht's tatsächlich in den Bunker hinein. Ey, das sieht Hammer aus, wa? Der ist richtig geil. Das ist wie so eine kleine Rezeption, ja? So eine Anmeldung. Ne? Hab ich aber noch nie gesehen in dem Bunker. Wir haben das hier umgebaut für Obdachlose nach dem Krieg. Quatsch. Der Bunker ist nach dem Krieg für Obdachlose benutzt worden. Und deswegen gibt es hier so eine Rezeption mit Anmeldung. Wo die dir dann auch deinen Schlüssel fürs Zimmer holen können. Ja. Dann hat jeder Obdachlose quasi seinen eigenen Schlüssel quasi gehabt, wie so ein kleines Hotel, ne? Genau. Und konnte dann in die einzelnen Räume gehen. Genau. Das ist krass. So, hier haben wir dann die Bunkertüren. Mit dem Schriftzug auf und zu hier vorne. Dann haben wir hier so einen kleinen Ofenbereich. Ja, und hier sind wir dann im Bereich Lüftung, Filter etc. Hier haben wir dann noch ein paar Schrauben gelagert, Muttern. Wahnsinn. Schöne Auerfilter, wie man sie kennt, haben wir schon öfter gesehen. Die konnten handbetrieben werden. Und hier vorne stand dann quasi jemand und hier die Hübe gemacht, nach vorne und nach hinten. Und konnte somit quasi für Frischluft sorgen. Ja, ist schon komplett durch hier vorne. Gehen wir mal weiter hier vorne. Hier ist dann der Bereich der Rezeption. Hier haben wir tatsächlich noch Schubladen. Vielleicht waren hier dann mal die Schlüssel drin, wovon der Olli gerade gesprochen hat. Hier unten liegen noch Haken, wo man mal Kleidung aufhängen konnte. Und hier haben wir dann so einen kleinen Tresen. Also ich glaube, es ist echt besser, wenn ich jetzt die Maske aufziehe, weil hier doch schon echt viel Schimmel überall an den Wänden und an der Decke ist. Hier sind dann auch wieder überall diese ganzen Bettgestelle. Riesige Bunkertür mit einem Vorhängeschloss. Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Hier standen dann wahrscheinlich mal die ganzen Umspanner drin. Die waren dann hier hinter dieser Gitterbox eingeschlossen. Genauso wie hier. Hier haben wir sogar noch ein paar. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Krass. Hier haben wir noch ein Loch, ein Farbeimer drin da unten. Dann gehen wir mal weiter. Und ich habe gesehen, es gibt quasi eine Rezeption, einen Hauptgang. Dann gibt es hier links an dem Maschinenraum einen zweiten Gang, Parallelgang und einen dritten Gang auf der rechten Seite. Ja, das ist jetzt der erste Nebengang hier auf der linken Seite.
Und guckt euch das mal an. Rückstände der alten Beleuchtung hier oben. Hier haben wir eine Toilette. Wahnsinn. Das sieht schon krass aus hier mit den ganzen Fliesen. Dann haben wir hier links und rechts die ersten Räume. Hier stehen ja tatsächlich noch Betten drin. Guckt euch das mal an, wie durch die sind. Das sieht echt aus, als läge da irgendeine Person 50 Jahre einfach stur auf dem Bett herum. Waschraum hier links. Das sind auf jeden Fall coole Schriftzüge. Hier haben wir dann 3 Waschbecken auf jeder Seite. 6 Stück insgesamt. Gegenüber vom Waschraum. Ach cool, haben wir die Umkleide. Ist natürlich passend, ne? Dann konnte man sich hier damals umziehen und dann direkt rüber hier vorne zum Waschraum gehen. Nummeriert 535, 34, 33 und 32. Ja, ist echt krass. Da oben haben wir auch noch eine kleine Garderobe. Das ist auf jeden Fall cool. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass hier noch so viel zu finden ist in dem Bunker. Das ist echt mega. Hier haben wir auch wieder so einen kleinen Schreibtisch quasi. 2 Türen. Und wieder diese Garderobe. Hier die nächsten Spinde. Ah, cool. Das sind wahrscheinlich noch alte Bestände von Matratzen. Das heißt, wir haben quasi 2 Polster pro Bett, die als Matratze genutzt worden sind. Das hört ja gar nicht mehr auf. Hier sind ja überall diese Spinde. Okay, hier stehen die Spinde jetzt im Flur. Wollen die Leute nicht, dass ich jetzt hier weiterkomme oder was? Oh, Leute. Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Ja, nur Spinde und die komplette Tapete liegt hier am Boden. Das hat sich nicht gelohnt. Dann werde ich mir jetzt den Hauptgang einmal anschauen. Da gehen wir jetzt wieder quasi an dieser Pforte vorbei. Boah, das ist ja echt krass. Der geht richtig weit bis hinten durch. Alter, ist das krass. Hier haben wir noch uralte Dosen. Die zerfallen ja schon. Und hier erkennen wir, dass es Coca-Cola-Dosen sind. Eine richtig schöne Teekanne. Das ist ja Wahnsinn. Hier haben wir noch richtig moderne Schränke drin sogar. Ja, so ein kleines Schlaflager hier. Wahnsinn. Das sieht aus wie Medikamente. Also auf jeden Fall ähnlich aufgebaut. Überall die Spinde drin. Und die ganzen Kissen für die Betten. Das ist der Raum Nummer 33 hier vorne. Das ist echt unglaublich. Hier haben wir noch eine alte Glühbirne. So, und deswegen habe ich auch die Maske angezogen, Leute. Das ist alles Schimmel. Guckt euch mal die Decke an. Die Lüftungsanlage läuft hier oberhalb. Das heißt, die Decke befindet sich nochmal da drunter. Dann haben wir hier die ganzen Metallstreben, wo die Decke dran festgemacht ist. Ja, und darüber bildet sich halt überall Feuchtigkeit. Und überall, wo Feuchtigkeit ist, bildet sich natürlich dann auch Schimmel. Das sieht doch Hammer aus. Richtig schön. Und da liegt noch eine alte Bildzeitung. Und da oben haben wir dieselbe Glühbirne, wie wir gerade gefunden haben. Und ich muss echt sagen, mit der Maske ist echt ziemlich warm hier unten, obwohl wir gerade Winter haben. König Pilsner. Ach, das ist auch der erste Raum mit einem Doppelbett. Wahnsinn. Die
ganzen Aufkleber hier. BMW, Maserati, Ferrari. Das ist geil. Hier auch so ein Doppelbettzimmer. Und guckt euch das mal an. Das ist ja komplett beschriftet. Das ist Hammer. SB, Anno 1901. Und hier liegt tatsächlich noch die Zeitung. Hund erschießt deutschen Millionär. Das ist ja krass. Montag, 7. Oktober 1974. Die ist fast 50 Jahre alt, diese Zeitung, Leute. Das ist echt Hammer. Das sieht echt mega gemütlich aus hier, ne? Und hier auch, die ganzen Wände sind voll. Hier liegen auch die Zeitungen gestapelt. Ja, das sieht so aus, als wäre hier mal so eine kleine Küche gewesen oder so. Hier links konnte man sich auch hinsetzen. Da vorne haben wir eine Wandbeschriftung, Raum 41 bis 58. Und ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt hier wieder diese Schwenktüre, dass hier ein zweiter Zugang ist zum Bunker. Hier haben wir wieder einen Spind. Genau, hier kommt die nächste Schwenktüre. Hier sind richtig viele Spinde. Wahnsinn. Ja, und wie vermutet ist hier der zweite Zugang zu der Anlage. Und die Stadt hat hier aber irgendein großes Stahlkonstrukt auf den Eingang gelegt. Und die Luke, durch die wir rein sind, das ist wahrscheinlich auch der Zugang von der Stadt, weil in so einer Anlage muss natürlich auch immer mal wieder geprüft werden, ob die Statik des Bunkers noch okay ist oder ob der Bunker dann entsprechend verfüllt werden muss, um größere Schäden oder Unglücke zu vermeiden. So, das sind auch wieder alles Toiletten. Ach, das ist krass. Wir haben jetzt hier den nächsten Gang. Aber eigentlich hätte ich ja jetzt gedacht, dass wir in diesen ersten Parallelgang reinkommen, wo ich eben war. Aber das ist tatsächlich ein separater Gang hier. Betten über Betten. Hier stehen überall Betten rum. Zeitungen. Wieder 1975. Der ganze Raum ist voller Kissen. Und wir sehen, das Innenleben der Kissen besteht aus Stroh. Raum für Raum. Bett für Bett und Spind für Spind. Hier haben wir jetzt die Spindnummern 300. Gerade bei dem zweiten Ausgang habe ich gesehen 200. Und wir hatten ja eben 500 in dem ersten Gang. Also es kann tatsächlich sein, dass hier über 500 Spinde stehen und somit auch wahrscheinlich über 500 Betten und demnach hier über 500 Menschen schlafen konnten. Ist echt eine große Anlage hier, ne? Also komplett mit Übernachtungsmöglichkeit hier, ne? Es gibt natürlich größere Anlagen, die sind aber nicht dafür gedacht, dass die Leute hier Tage überleben, sondern nur während des Bombenalarms mal eben kurz runtergehen und danach wieder hochgehen. Hier haben wir die Nummer 400. Hier liegen wieder die ganzen Kissen auf dem Boden. Ja, und das ist echt krass. Da fragt man sich auch, wie sowas hier passiert. Und hier hängt einfach eine Plastikrose. Dann gehen wir jetzt mal zurück an den Anfang, zur Pforte quasi, zur Anmeldung und gehen dann in den nächsten Parallelgang. Ja, das ist das, was ich eben für eine Küche gehalten habe, aber das sieht jetzt echt nicht nach Küche aus. Hier sehen wir noch so einen Elektrokasten, hier ist die ganze Elektronik drin. Ah, und es geht auch noch nach rechts, hier war ich ja auch noch gar nicht. Ah, jetzt macht das auch Sinn, was der Olli am Anfang gesagt hat. Tatsächlich, hier hingen die ganzen Schlüssel und wir sehen, der Bunker hatte definitiv 60 Schlafräume. Das ist auf jeden Fall cool. Wahnsinn, hier ist der nächste Lüfter. Das ist krass, Leute. Hier sind die ganzen Auerfilter. 3 Stück an der Zahl. Das sind alles Ersatzfilter rechts auf dem Boden. Und das ist die komplette Lüftungsanlage hier. Also das sind schon richtig fette Rohre, Leute. Die aber auch notwendig waren für so eine große Anlage in dem Ausmaß, ne? Gute alte Shell, Kältemaschinenöl und die entsprechende Bürste. Wir befinden uns jetzt in dem dritten Gang, aber von der anderen Seite, glaube ich.
Das ist richtig cool hier. Mit den Doppelbetten. Aber man muss auch sagen, dass die Zimmer wirklich klein sind, ne? Wenn man sich vorstellt, dass man da zu zweit drin geschlafen hat. Mehrere Tage, Wochen, Monate. Das ist schon krass, glaube ich. Das ist unglaublich. Hier liegt sogar noch der Drehtabak rum. Wow. Das ist doch mal eine alte Fanta-Büchse. Hier haben wir sogar noch ein altes kleines Vorhängeschloss. Wahrscheinlich mal für ein Tagebuch gewesen. Also der Verfall ist schon echt Wahnsinn hier, ne? Da unten liegt auch noch ein Schuh. So, das war immer noch nicht der letzte Gang. Ich wollte ja eigentlich zur Zentrale vorne. Bin aber ein bisschen abgeschweift. So, wir sind zurück an der Zentrale. Hier haben wir dieselbe Theke, die wir eben auch gefunden haben. Hier oben ist wieder die Elektronik. Hier sind die Toiletten, Waschraum. Ja, und das ist dann wahrscheinlich der letzte Gang hier im Bunker, den wir uns anschauen. Die Raum Nummer 11. Und hier steht die Türe von dem Raum Nummer 1. Ach, cool. Das sieht richtig geil aus. Das hier ist sowas wie eine Küche. Guck mal, hier steht sogar noch von Kühne Gewürz rum. Extra Schärfe, Senf. Das sieht richtig geil aus. Ja, teilweise kommt man noch gar nicht in die Räume hier rein, weil die Türen hier sowas von demoliert sind. Ach, hier liegt sogar noch ein Kissen. Das hatten wir, glaube ich, in den anderen Betten überall nicht. Und hier oben sehen wir so einen kleinen Durchgang, ne? Da standen wir, glaube ich, gerade auf der anderen Seite. Ah, wow. Was ist das denn für eine alte Kanne? Das sieht aus wie eine Ölkanne. Sieht auf jeden Fall so aus. So, und ich glaube, das dürfte es echt gewesen sein mit der Anlage. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Aufnahmen für Instagram machen, ein paar Fotos schießen und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich riesig über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen und ich hoffe, dass ihr bei unserem nächsten Lost Place Abenteuer wieder am Start seid. Haut rein, bleibt gesund und ciao.